Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wünsche ich euch einen wunderbaren Start in den Tag. Voll motiviert legen wir los. Bitte anschnallen. Hoppala. Wir haben hier die Qualität des zunehmenden Mondes. Es geht um die Verwirklichung, um Wachstum und um Fokus. Das kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich ihr da was verwirklichen wollt. Ich gucke mal noch ein bisschen weiter mit denen hier. Ihr kriegt Unterstützung für eure Verwirklichung. Die Pläne sind safe. Wir sind hier so beschützt von unseren Helfern aus der anderen Welt, aber auch unserem eigenen Umfeld. Ja, und das wird etwas sein, wo wir noch gut staunen werden, weil wir hier diese Qualität haben von Kindlichkeit, von Unberührtheit, von Reinheit. Denkt immer daran, wie würde ein Kind reagieren, das die Dinge noch nie gesehen hat, das noch mit nichts konfrontiert wurde, wie viel Schönes es da noch gibt, wenn man es entdeckt, und diese Qualität hat es. Also man geht hier mit Unterstützung und Entzücken weiter. Okay. Es geht um uns selbst und um unser Schicksal, um unsere Lebensaufgabe natürlich auch, ne? Würde ja passen. Um Wachstumsprozesse, die, glaube ich, sehr erneuernd und regenerierend wirken. Vielleicht auch um eine bestimmte Aufgabe. Ja, man hat ja so im Kopf, in der bewussten Ebene, die Wege, die man gehen will, Entscheidungen, die man treffen darf oder muss, oder eine neue Option, die man nutzen kann. Möglicherweise sind die Wege hier auch schwer gewesen. Denkt dran, das ist eine kollektive Legung, aber hier sehnt sich tatsächlich was nach Neubeginn. Wir haben hier viel Kleines, was groß wird, ne? Für das man sich vielleicht noch entscheiden muss. Also entscheiden heißt auch, das eine ist, ich denke drüber nach, dass ich was verändern will. Das andere ist, ich setze es in die Tat um. Ich bringe es sozusagen auf den Weg. Es kann ja auch sein, dass ihr irgendwo in irgendeinem Bereich einen größeren Kindheitstrigger habt, der euch bei irgendwas begegnet ist, oder wo ihr, ich sage mal, einen Konflikt damit habt, der in der Vergangenheit auch war oder aus der Vergangenheit kommt. Ein Trigger, das euch über die Kommunikation an etwas erinnert hat, aus der Kindheit. Und hier ist das Außen sehr wichtig, ne? In der näheren Zeit ist es so, dass wir die Dinge nicht kontrollieren können, dass wir uns zeigen, dass wir vielleicht auch im Außen wahrgenommen werden und hier im kleineren Bereich auch schon die Verwirklichung kommt. Der Konflikt könnte hier auch sein, dass man sich irgendwie für was streitbar gemacht hat, was man aus der Kindheit kennt, ne? Wo man vielleicht dieses Ding hatte, man darf das nicht, man darf keine Grenze setzen, oder man fühlt sich schlecht, weil man das oder das gesagt hat. Und genau dieses Problem soll hier nicht hinderlich sein. Ja, wir haben nämlich hier die Einbrüche aus dem Umfeld mit dran. Das heißt, irgendetwas hat dich getriggert, gereizt. Du selber hast hier die gute Qualität, du liegst in der Mitte des Blattes. Hier sind auch, dass schnelle, glückliche Wenden kommen können, Erfolge auch.
Ich habe so im Haus der Hoffnungen und Ängste, dass es vielleicht so ist, dass du denkst, das ist nur eine Kleinigkeit, die ich verwirklichen will, die große Auswirkungen hätte. Oder es reicht mir etwas nicht, ne, das ist zu klein. Oder das Glück währt nicht ewig von dem, was du hier umsetzen willst. Da fängt nämlich das Problem schon an. Oder man nimmt dir wieder etwas weg. Das kann ja auch die Möglichkeit sein. Ne? So wie gewonnen, so zerronnen, dass das so ein Glaubenssatz ist. Wir haben hier die Veränderung. Die gehen hier ein bisschen mit Hindernissen einher. Also schön aufpassen, auch was man immer denkt. Denn wenn wir hier das Entzücken haben, dann dürfen wir hier nicht mit so viel Energie voranschreiten, die hier mit dem Mond natürlich auch so ein Blues mitbringt oder auch ein Zweifel oder ein Verlauf, wo man denkt, da muss ich wieder durch verschiedene Phasen durch, sondern hier soll man wie nennt sich das? Unbescholten irgendwie seinen Weg weitergehen und diesen Trigger beiseite lassen, den man sonst immer so hat. Also gut rangehen an die Dinge, ohne diese ganzen schlechten Emotionen reinzulegen, sondern eher neugierig sein und offen und fokussiert auf das Gute, auf die gute Veränderung. Am Ende liegt die Veränderung hier schneller, als man gucken kann, ins Positive und löst Blockaden, macht Wege frei. Mit der Unterstützung und dem Kreuz ist es natürlich auch so, dass es hier ein Stück Lebensaufgabe ist oder Lernaufgabe. Und wir haben die Blaumeise noch dabei, die sagt: Ich fliege in dein Leben und bringe dir Verspieltheit, Ideenreichtum und Hingabe. Verspieltheit, guckt euch das an, das Entzücken. Nimm eine neue Perspektive der Herausforderungen deines Lebens ein. Gib deinen Ideen und Gaben einen Ausdruck und verwirkliche sie. So, jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.